Für alle unsere Lagerfeuerfreunde, wir haben euch jetzt was Neues mitgebracht. Wir haben hier ein Würstchen zusammen mit Käse und Schinken, machen das zu einer schönen Rolle, die man dann im Anschluss zum Beispiel auf dem Grill, auf dem Lagerfeuer oder über dem Schwedenfeuer schön zubereiten kann. Geht auch ganz einfach, ihr braucht wirklich nur ein Würstchen, ein bisschen Käse, Schinken und ein paar Zahnstocher. So, ihr schneidet das Würstchen hier so in der Mitte auf, lasst aber das hier zu. Ich zeige euch auch gleich warum. So. Jetzt, wie ihr seht, wir können das schön öffnen. Ich habe mich hier für Paprikawürste entschieden, da ist auch schon ein bisschen Käse mit drin. Gab es beim Lidl, fand ich recht interessant und sind vom Grund her schon sehr lecker. Wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen den Käse, falten den einmal, drücken den hier hinten so ein bisschen zusammen und klemmen den quasi zwischen diese beiden Würstchenhälften. So, dass wir hier quasi so richtig schön so ein langes Würstchen mit Käse haben. Und fangen jetzt an und rollen das Ganze so ein bisschen ein. So, mal schräg. So, vielleicht mal schon bei den Händen anfangen. So. Wie ihr seht, der Schinken umschließt dann richtig schön das Würstchen und auch den Käse. Ne? Eine Scheibe reicht nicht, bin ich auch ganz froh drum. So, nehmen wir jetzt noch die zweite. Machen die so richtig schön hier drum. So. Jetzt ist die Wurst richtig schön in diesem Mantel drin. Und wir nehmen einmal unseren Stocher und voilà. An der Stelle, jetzt hält es schon richtig. Ja gut, hier sehen wir, steht ein bisschen ab, nimmt man einfach noch ein zweites. Das schadet nun wirklich nichts. Das könnt ihr euch dann an eine Stange tun oder an irgendein Stück Holz. Könnt es dann über das Lagerfeuer tun. Wer möchte, kann es auch noch ein bisschen nachwürzen. Ja, zum Beispiel mit Salz, Pfeffer, vielleicht ein bisschen Paprika. Ja. Oder als Geschmacksvariante, ihr könnt zum Beispiel auch hier so ein kleines bisschen Zwiebeln mit rein tun. Und so, wenn man Zwiebeln in Streifen schneidet, könntet ihr hier so 2-3 Stückchen mit unter den Schinken drunter tun. So, im Anschluss wird es dann schön gegrillt. Und wenn der Käse so rausläuft aus dem Schinken, Leute, lasst es euch schmecken. Am besten mit ein paar guten Freunden. So, wir sind jetzt hier, haben unsere zu Hause gemachten Würstchen auf dem Grill. Ihr könnt natürlich auch so eine Gabel nehmen, könnt euch überall schnell im Wald machen. Gabel zurecht, hier vielleicht noch ein paar Spitzen rein. Spießt quasi dann die Würstchen auf und haltet sie so übers Feuer. Passt aber auf, dass es nicht brennt, sonst verkohlen eure Würstchen. Zweifelsfalle mit ein bisschen Bier oder Wasser ablöschen. Wenn dann der Käse so langsam rausläuft, dann sind sie gut und ihr könnt sie essen. Ich wünsche euch einen guten Appetit.